herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um einen Splitter für die Frontschürze. Wie ihr hier seht, ja, ist das bei mir nicht so gut ausgegangen. Die erste Installation des Splitters habe ich durchführen lassen bei meiner Lackierwerkstatt. Sprich, ich habe das ganze Teil in Wagenfarbe bei mir weiß lackieren lassen. Und, weiß nicht, bei der dritten Autobahnfahrt, als ich knapp über 200 gefahren bin, hat es auf einmal einen kleinen Schlag gegeben und es waren Kratzgeräusche zu hören und Vibrationen. Wie man jetzt hier sieht, das ist ein zweiteiliger Splitter. Da ist vorne eine kleine Kante und das Ganze wird durch so ein paar kleine Schrauben gehalten. Und scheinbar ist diese Konstruktion nicht ganz so toll und hat dann, ja, dieser kleine Schlitz wird sich wahrscheinlich aufgrund des hohen Staudrucks geöffnet haben und dann hat es den abgerissen. Jetzt habe ich das Ganze nochmal bestellt und zwar aus dem einfachen Grund, weil es so furchtbar billig war und ich wollte einfach nochmal selber probieren, liegt das sozusagen am Teil, also ist das Teil schlecht oder hat einfach die Lackierwerkstatt vielleicht nicht ganz so sauber gearbeitet. Das Ganze sieht aus wie der Splitter, den es auch von BMW Original gibt. Es ist aber nicht der originale BMW M-Performance Splitter. Das ist wie gesagt ein Nachbauteil. Das hier ist lediglich Kunststoff. Es ist zweiteilig. Das ist auch ein Unterschied zu dem BMW-Produkt. Das BMW-Produkt ist aus Kohlefaser und einteilig. Und das hier ist eben zweiteilig und aus Plastik. Dafür aber eben lackierbar. Ich meine, den Kohlefaser-Splitter von BMW kann man natürlich auch lackieren. Macht aber irgendwie wenig Sinn, so viel Geld für so einen Kohlefaser-Splitter auszugeben und ja, das Ding dann nachher zu lackieren. Hier sehen wir jetzt die Schrauben, die dabei sind. Also mir ist dann, als ich das Ding abmontiert habe, aufgefallen, dass die Lackierwerkstatt nicht alle Schrauben so verbaut hat, wie sie in dem Kit dabei waren. An manchen Stellen haben sie einfach ganz gewöhnliche Karosserieschrauben genommen, ohne die entsprechenden Halter und Klipse. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich probiere es einfach selber nochmal. Dadurch, dass er zweiteilig ist, muss ich ja nur das untere Teil neu machen. Das obere Teil, das lackierte, das kann bleiben. Und dann sieht man das auch nicht, dass das untere Teil nicht lackiert ist. Was brauchen wir? Auf jeden Fall eine Popnietenzange. Ich werde das Teil in der Mitte hier, wie man jetzt sehen kann, mit Popnieten befestigen. Das teste ich dann später auch vorher einmal an dem kaputten Teil. Das sehen wir jetzt hier. Hier teste ich jetzt sozusagen, ja, ob die Aufspreizung der Popniete ausreicht, um dann nachher im Loch sozusagen zu verharren, also da das Loch auszufüllen und da einen gewissen Gegendruck aufzubauen. Das teste ich, wie gesagt, vorher einmal am kaputten Teil. Das ist ganz praktisch, um einfach zu gucken, welche Popnietengröße ist da die richtige. Das sieht man jetzt hier. Ich ziehe das also zusammen, sodass das ja, bis zum Anschlag eben zusammengepresst wird. Und dann sieht man auch schon, da bildet sich so eine Wulst. Das heißt also, das sollte nachher, wenn ich das montiere, ausreichend sein, um das Teil zu befestigen. Zusätzlich werde ich es auch nochmal verkleben. Das sehen wir dann später nochmal. Was man auf jeden Fall dazu sagen kann, wenn ihr jetzt nicht so schnell fahrt oder was weiß ich, wenn ihr jetzt einen BMW habt, der vielleicht gar nicht so schnell fahren kann, dann ist das auf jeden Fall eine sehr preiswerte Alternative. Also unterhalb von 200 km/h hat das Ding wunderbar gehalten. Man muss ja immer bedenken, die Geschwindigkeit nimmt ja dann nicht linear zu, also die Kraftverteilung ist ja dann exponentiell. Sprich, also wenn man halt über 200 fährt, entsteht da halt ein ordentlicher Luftdruck da vorne und dieses bisschen Plastik, das hat halt nicht gehalten. Aber ich denke, wenn ihr unter 200 fahrt, könnt ihr euch auch mit der günstigen Alternative zurechtfinden. Ich hau dann wieder einen Link zu dem Teil in die Kommentare. Aber wie gesagt, bedenkt eben, wer schnell fährt, wer höhere Geschwindigkeiten als 200 fährt, dem kann ich das absolut nicht empfehlen. Das ist einfach dafür nicht ausgelegt. Das ist von der Konstruktion her klappt das nicht mit diesem zweiteiligen System. Jetzt löse ich sozusagen das Unterteil von dem neuen Splitter. Wie gesagt, ich brauche ja nur das untere Teil, das obere Teil ist ja noch am Fahrzeug. Ja, dazu muss man eben hier die verschiedenen kleinen Schrauben lösen, die den unteren Teil des Splitters am oberen Teil festigen. Hier sieht man auch überall schön diese kleine Kante. Das sieht jetzt völlig unspektakulär aus, aber wie gesagt, bei hohen Geschwindigkeiten, wenn er die ganze Zeit die Luft gegen arbeitet und dieses Plastik ist halt furchtbar dünn, dann bricht das an irgendeiner Stelle. Ja, also das ist einfach, wie gesagt, von der Konstruktion nicht für diese hohen Geschwindigkeiten gemacht. Auch wenn es so aussieht, als ob es das Originalteil wäre, es ist eben nicht das Originalteil. Hier in der Mitte ist jetzt nochmal so eine Spreizschraube, die knipse ich einfach ab mit einer entsprechenden Metallzange. Ich
sehen wir jetzt auch gleich nochmal. Hier sind jetzt noch ein paar Reste. Die versuche ich jetzt ja, eben entsprechend zu lösen, beziehungsweise diese Spreizniete dann hier durch das Loch zu drücken. Das geht jetzt natürlich nicht, weil da noch so ein Stift dran ist. Jetzt nehme ich nochmal die Metallzange. Das ist da immer sehr praktisch, wenn man sowas hat. Und knips einfach diesen einen überstehenden ja, Ausleger da oder diesen kleinen Metallarm, den knipse ich da jetzt ab. Und jetzt kann man die Überreste so ein bisschen zusammendrücken. Das ist ein bisschen fummelig, weil sich das natürlich alles dreht. Da muss man einfach ein bisschen Geduld haben. Das geht dann schon. Alternativ könnte man das natürlich auch ausbohren. Aber auch da ist dann halt wieder die Gefahr, dass es dreht. Und je höher es dreht, beziehungsweise je schneller es dreht, desto mehr Hitze entsteht natürlich auch. Wir müssen bedenken, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr dünner Kunststoff. Und wenn ich da jetzt mit so einem Metallbohrer versuche, da was rauszudrehen oder rauszubohren, dann kann es halt auch schnell passieren, dass das so heiß wird, dass mir das ganze Plastik da wegschmilzt. Und dann habe ich den Salat. Deswegen ist es da vielleicht besser, so ein bisschen Zeit zu investieren, ein bisschen rumzufummeln, das wie gesagt so ein bisschen zusammenzuquetschen und dann nachher einfach mit einem Schraubenzieher, mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher oder einem kleinen Schlitzschraubenzieher, das dann von innen eben rauszudrücken. Das sieht man jetzt hier. Flupp. Und dann ist das auch schon raus. Und dann könnt ihr dieses untere Teil einwandfrei von dem Splitter, von dem oberen Teil des Splitters lösen. Das mache ich jetzt hier einmal. Nehme jetzt also das untere Teil ab. Das obere Teil bewahre ich jetzt erstmal noch auf, man weiß ja nie. Und jetzt habe ich sozusagen so mal die Grundlage geschaffen, um das untere Teil wieder an meinem vorhandenen Splitter zu befestigen. Jetzt sind wir am Auto, hier sehen wir also das obere Teil des Splitters. Ich habe ihn jetzt aktuell provisorisch erstmal mit Klebestreifen befestigt. Die haben lustigerweise deutlich ja, mehr ausgehalten als der Splitter an sich. Hier nochmal, was man jetzt braucht. Wir brauchen ein bisschen Alkohol zum Reinigen von den ganzen Flächen. Ich habe jetzt Karosseriekleber, zeige ich nachher noch warum. Dann natürlich die Popnietenzange, die passenden Popnieten. Da empfiehlt es sich immer, wenn man mehr zur Auswahl hat, je nachdem, welche Lochgröße man abdecken muss. Eine kleine Metallsäge für den Fall, dass ich nachher irgendwo noch eine Schraube oder so absägen muss. Dann eben nochmal eine Ersatzkartusche mit entsprechendem Karosseriekleber für den Fall, dass die eine Kartusche nicht reicht. Eine Schere eben für das Klebeband, ein paar kleine Utensilien. So, und jetzt sehen wir hier unten auch schon, warum das Ganze nicht gehalten hat. Da war zum Beispiel eine abgerissene Schraube. Hier jetzt eben das Ganze provisorisch befestigt. Hier sieht man auch noch den Rest der ursprünglichen Befestigung. Das werde ich später, wie gesagt, alles mit Popnieten befestigen und verkleben. Hier ist noch ein Plastikstift intakt, aber viele dieser Plastikstifte sind eben einfach abgerissen aufgrund des hohen Gegendrucks. Das sieht man jetzt auch da, hier außen rechts, da ist er abgerissen, ja, also da ist gar keine Halterung mehr da. Das werde ich dann eben versuchen, mit Karosseriekleber entsprechend zu kompensieren. So, hier auch abgerissen, das heißt also auch hier müssen wir entsprechend mit Karosseriekleber arbeiten. Werde ich aber sowieso machen. Ich werde die gesamte Kante mit Karosseriekleber abdichten, um da eben möglichst wenig ja, Angriffsfläche der Luft zu bieten. Das sieht man jetzt hier, ich reinige also die gesamte Fläche, wo ich verkleben werde. Einmal von Staub, Schmutz und Fett. Dass das also ein guter Haftuntergrund ist für den Kleber später. Jetzt gehe ich her und vergrößere mal ein bisschen die Löcher, sodass die Popnieten, die ich da gewählt habe, auch gut reinpassen. Es sind also 2 Löcher sozusagen zur Befestigung des oberen Splitterteils an der Originalstoßstange und ein Loch dann später, um den unteren Teil des Splitters am oberen Teil zu befestigen. Hier prüfe ich jetzt nochmal den Sitz der Popniete, muss nochmal ein bisschen weiter ausbohren, sodass die besser reinflutscht. Es darf ruhig eng sein und schwergängig, soll ja später auch gut halten. Ich muss jetzt aber doch nochmal ein bisschen weiter aufbohren, damit das auch wirklich rein. Genau, und jetzt sitzt die Niete also gut, hat einen guten Halt. Und jetzt gehe ich eben her und klebe die gesamte Fläche des unteren Splitterteils mit Karosseriedichtmasse ab. Gleiches mache ich dann auch hier an der Stelle, wo ich sozusagen den oberen Teil des Splitters an der Stoßstange befestige. Auch hier packe ich jetzt dazwischen Karosseriekleber, das sehen wir jetzt hier.
sodass, wenn ich dann nachher die Popniete befestige, da also zusätzlich zu den Popnieten auch nochmal der Klebstoff eben eine Verbindung herstellt zwischen oberem Teil des Splitters und Fahrzeugkarosserie. Jetzt gehe ich her und befestige den oberen Teil des Splitters nochmal mit Klebeband, sodass jetzt sozusagen schon mal ein gewisser Anpressdruck da ist, damit der Klebstoff eben auch entsprechend ohne Popniete, schon bevor ich die erste Popniete setze, eben an diese Karosserie angepresst ist, also dass möglichst keine Luft dazwischen ist. Das mache ich jetzt an ein paar Stellen, einfach um das Ganze schon ein bisschen vorzufixieren, sodass, wenn ich dann jetzt später die Popniete befestige, dass hier eben schon eine Verbindung da ist. Das sieht man jetzt hier, jetzt liegt das schon sauber an. Und jetzt kann ich eben problemlos die Popniete noch befestigen und habe dann da nicht das Problem, dass da irgendwie ein Abstand oder sowas dazwischen ist und das Ganze dann nachher instabil wird. Das sehen wir jetzt hier. Ich befestige also von unten die Popniete. Man sieht auch, dass da ein bisschen Karosseriekleber jetzt aus den Löchern austritt. Das zeigt also auch an, dass hier eine gute Verbindung zwischen oberem Splitterteil und Karosserie stattfindet, weil sich das eben so ranschmiegt und ranpresst. So, die erste Popniete sitzt jetzt. Man sieht auch, wie gesagt, drumherum ist der Karosseriekleber ausgetreten. Es ist also eine ordentliche Verbindung hergestellt worden. Die zweite Popniete setze ich jetzt auch noch. Da ist wirklich wichtig, dass man auch eine gute Popnietenzange hat. Ein Werkzeug, was gut funktioniert. Ich habe auch schon eine billige Popnietenzange gehabt. Da ist dann einfach, als ich zugedrückt habe, ist der gesamte Griff einfach abgebrochen, weil es einfach scheiß Qualität war. Also auch da achte drauf, dass ihr nicht das billigste nehmt. Hier sehen wir jetzt die beiden Popnieten, inklusive eben der Dichtmasse, die ausgetreten ist. Da ist jetzt also eine feste Verbindung zwischen Karosseriestoßstange und oberem Splitterteil. Und jetzt, wie vorher angesprochen, gehe ich eben her und dichte die komplette Fläche nochmal mit Karosseriekleber ab, beziehungsweise verteile hier überall Karosseriekleber, sodass eben zusätzlich zu diesen kleinen Schrauben auch nochmal eine Verbindung hergestellt wird über den Karosseriekleber. Und die eigentliche Idee, wie gesagt, ist eben, diesen Spalt, der zwischen unterem Splitterteil und oberem Splitterteil herrscht, dass ich den eben zusätzlich nochmal versiegel, beziehungsweise da eben über eine größere Fläche nochmal eine Kontaktstelle oder eine Kontaktstelle schaffe, so dass da nicht nur diese kleinen Schrauben das dicht halten, sondern eben auch die Karosseriedichtmasse. Also hier gehe ich jetzt eben entlang und trage das auf der gesamten Fläche auf, einmal ringsrum. So, man sieht jetzt hier das fertige Ergebnis. Ich habe also überall Karosseriekleber aufgebracht. An den Stellen, wo eben die Haltestifte aus Plastik gebrochen waren, habe ich da so ein bisschen mehr Karosseriekleber, so tropfenförmig platziert, dass da dann auch wieder eine Verbindung hergestellt wird zwischen unterem und oberem Teil. Da sieht man hier diese kleinen Häufchen, in Anführungszeichen. Überall ist jetzt also Karosseriekleber und jetzt bringe ich den unteren Teil an. Man sieht jetzt auch hier, das war das eben, wo die Karosseriewerkstatt eine normale Schraube verwendet hat. Hier verwende ich jetzt das entsprechende Plättchen, was in dem Kit enthalten war.
und stelle so nochmal eine etwas sichere Verbindung her zwischen oberem und unterem Splitterteil. Schraube jetzt dann eben die entsprechende Schraube mit ein. Man sieht dann auch gleich schon schön beim Festziehen, wie da überall der Karosseriekleber austritt. Das dann einfach abwischen, das was übersteht, und dann ist gut. Hier gehe ich jetzt her und fixiere das Ganze nochmal zusätzlich, weil da nicht so wirklich viele Schrauben waren. Fixiere ich das Ganze nochmal mit Klebeband, also sprich ich gehe auf das obere Splitterteil und ziehe dann eben mit entsprechender Vorspannung den Klebestreifen nach unten in Richtung unteres Splitterteil. Das mache ich an verschiedenen Stellen. Ich werde das dann auch nochmal zusätzlich mit speziellen Klemmen fixieren, sodass da eben ein gewisser Druck da ist, sodass das dann mindestens mal 12 Stunden aushärten kann. Das Ganze hilft einfach, dass das nachher eine feste und sichere Verbindung ist. Das jetzt eben über die gesamte Fläche verteilt, dort wo keine wirklichen zusätzlichen Schrauben vorhanden sind, mache ich das jetzt mit den Klebestreifen und wie gesagt im Anschluss auch nochmal mit speziellen Klammern. Hier sieht man jetzt also die befestigte Unterseite an der Oberseite inklusive Klebestreifen zur Fixierung und eben den Klemmen. Ich habe jetzt hier also auch nochmal zusätzlich Klemmen angebracht, die auch nochmal ordentlich Druck ausüben. Das Ganze lasse ich wie gesagt 12 Stunden lang jetzt aushärten. Und damit ist eigentlich die Installation jetzt auch abgeschlossen. Also sprich, ich habe den jetzt so montiert, wie es ursprünglich vorgesehen war. Zusätzlich eben noch mit Popnieten gesichert und eben mit Karosseriekleber. Wie gesagt, hohe Geschwindigkeiten kann man damit trotzdem nicht fahren. Dafür ist das Ding einfach zu instabil. Diese zweiteilige Bauweise, die ist nicht dafür gemacht, hohe Geschwindigkeiten zu fahren. Solange er aber unter 200 km/h bleibt, ist das eine absolut günstige Alternative für den Alltag. Sieht genauso aus wie das BMW-Teil, ist deutlich günstiger, kostet keine 200 Euro, lässt sich lackieren, Passgenauigkeit ist sehr, sehr gut. Also kann ich, also wie gesagt, für den Nicht-Hochgeschwindigkeitseinsatz absolut empfehlen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!